Es gibt Menschen auf der Welt, die gehören in andere Zeit. Da Vinci war einer davon, hinterließ tiefe Spuren in der Vergangenheit. 1452 verändert sich die Welt, als Piero da Vinci seinen Sohn in Armen hält. Die Mutter Katharina, genau weiß man es nicht, war wohl Magd oder Sklavin, und klar bleibt die Geschichte. Sein Vater war der angesehene Notar der Stadt, doch der Sohn Leonardo einen anderen Weltblick hat. Verliert sich in der Natur, beobachtet ins Kleinste hinein, notiert alles und wird bald angesehener Künstler sein. Mit 17 beginnt er die Ausbildung in Florenz, dort wird Verrocchios Werkstatt dann sein Fundament. War Zeichner und Bildhauer, Architekt war er auch. Als Militäringenieur macht er auch von Hydraulik Gebrauch. Leonardo da Vinci, Visionär seiner Zeit, sind wir für manche Idee selbst heute noch nicht bereit. In Florenz lernt er Handwerk zu Farbe und Licht, lernt Zeichnen, Skulpturieren und wie man Regeln bricht. Schon mit 20 Jahren als Künstler anerkannt, zeichnet er Muskeln und Maschinen, indem er alles verband. Die Compagnia di San Luca, nun seine Zunft vor Ort. Die erste Zeichnung, die wir kennen, 8P, entsteht dort. Zeigt das Arnotal, eine Zeichnung voller Leben, die Natur einzufangen, das war stets sein Bestreben. Eines der Mysterien, die von Da Vinci bleibt, ist, dass er als Linkshänder in Spiegelschrift schreibt. Er war Botaniker und Geologe, auch als Anatom und Naturforscher trumpft er auf. Als Mathematik-Interessierter zeigt er Geschick, hat auch als Optikforscher einen sicheren Blick. Leonardo da Vinci, Visionär seiner Zeit, sind wir für manche Idee selbst heute noch nicht bereit. 1481, das erste große Werk, zeigt Jesu von den 3 Königen verehrt. Doch wie häufiger beendet er nicht seine Pflicht, zieht nach Mailand, hat neue Arbeit in Sicht. Arbeitet bei Ludovico Sforza, fortan im Schloss. Er als Architekt, Ingenieur und Künstler Ansehen genoss. Der vitruvianische Mann entsteht zu dieser Zeit. Leonardo entwickelt sich weiter, ist nun zu großem bereit. Das letzte Abendmahl hat er dort in Mailand erstellt. Bis heute noch die Stirnwand des Santa Maria delle Grazie erhält. Er war Maschinenbauer und Kartograf, interessiert sich dazu für Musik, auch als Bühnen- und Hofinszenierer zeigt er sein großes Geschick. Leonardo da Vinci, Visionär seiner Zeit, sind wir für manche Idee selbst heute noch nicht bereit. Ludovico Sforza fällt und Mailand mit ihm, drum treibt es Leonardo weit nach Venedig hin. Cesare Borgia gibt ihm Arbeit als Architekt und Kartograf, reist, um Festungen zu sichern, während der Kriegsmaschinen entwarf. Im Jahr darauf zurück in Florenz viele Werke entstehen. Auch die Mona Lisa lässt sich auf diesen Zeitraum datieren.
1808 setzt er sein Werk in Mailand fort. Die Franzosen haben nun Vormacht an diesem Ort. Wissenschaft, Technik und Anatomie bestimmen nun seinen Alltag so intensiv wie noch nie. 5 Jahre später er in Rom eine Arbeit antraf. Dort stand er unter Giuliano, dem Medicis Patronat. In den letzten 3 Jahren stand der Franz dem Ersten zur Seite. Im Jahr 1519 endet seine Lebenszeit. War ein Festgestalter und Theoretiker der Kunst. War ein Beobachter und suchte in der Natur nach Vernunft. Leonardo da Vinci, Visionär seiner Zeit, sind wir für manche Idee selbst heute noch nicht bereit. Und willst auch du ein Mensch sein? mit deiner Spur in der Zeit. Mach den Bildschirm aus, denn nur Langeweile Liegt Kreativität für dich auch bereit?